everybody. And specifically, we are addressing you, German-speaking people. I can't hear you, Clemens. You couldn't hear me? You Now I cannot can hear me? you. No, I can hear you. Okay, let's start again. Okay. So welcome everybody. This is specifically for German-speaking people. Herzlich willkommen allerseits. Heute, dieses Video ist speziell für deutschsprachige Zuhörer. We want to welcome you to two names, Autonomie and dry fast. Wir wollen euch heute mit zwei Worten bekannt machen, Autonomie und Trockenfasten. We have a community, an online community that is English speaking. Wir haben eine Online-Community, die englischsprachig ist. But we have an idea to bring this thing home so that we have a German-speaking online group for Autonomy and dry fast. Aber wir haben die Idee, diese Community nach Hause zu bringen, sodass wir eine deutschsprachige Online-Community für Trockenfasten und Autonomie haben. And we also want to have an offline one where you are the people who will be managing, especially you people who have understood what and practice what you have learned from us here. Und wir wollen auch eine Offline-Community kreieren, wo ihr diese Community managt und leitet und das umsetzt, was ihr hier bei uns gelernt habt. So I am really grateful to bring this thing home because it has revolutionized our lives. Our life is totally changed. Ich bin sehr dankbar, das zu teilen, denn unser Leben hat sich komplett transformiert. Es hat sich ganz geändert. Dry fast is a type of fast where you don't drink and you don't eat. Trockenfasten ist eine Art von Fasten, wo man nichts isst und auch nichts trinkt. You only need to know that there's a little preparation for it. You just don't stop drinking and eating like that. There's a process to reach there. Du solltest wissen, dass beim Trockenfasten gibt es eine kleine Vorbereitungsphase. Du hörst nicht von einem Moment auf den anderen auf zu essen und zu trinken, sondern du bereitest dich darauf vor. And it's extremely important to know the benefits even before you do such like a thing. It's so crazy. So you need to find out, why am I doing such like a thing? First of all. Zuerst einmal musst du von den Vorteilen vom Trockenfasten wissen. Bevor du so etwas Verrücktes angehst, musst du wissen, was kann es für dich tun. I'm just from a meeting just a few minutes ago, and we were talking about the causes of cancer. Ich kam gerade von einem Treffen und in diesem Treffen vor ein paar Minuten hatten wir über die Ursachen von Krebs gesprochen. Stress and issues with pollution. Das sind zum Beispiel Stress oder auch wenn man Verschmutzung ausgesetzt ist. Misuse of antibiotics, like people just take medicine and sometimes they are not even sick. They eat taking medicine like food. Missbrauch von Medikamenten, wenn man Antibiotika oder andere Medizin konsumiert, ohne überhaupt krank zu sein. So you see, these things can be prevented. You see, these things, all of them, can be prevented through fasting. Siehst du, diese Dinge können verhindert werden. All diese Dinge können durch Fasten verhindert werden. Fasting, the type we are talking about, the dry fast, gets out trauma. Gets out anything that has been an emotion, your emotion that has been hiding for so many years, bringing for you negative energy. Fasting, dry fast, will get it out and heal you totally from any trauma. Das Trockenfasten, von dem wir hier sprechen, das wird Trauma verarbeiten. Wenn du trocken fastest, kommt Trauma hoch,
Emotionen, die lange unterdrückt waren, kommen dann hoch. Fasting that we're talking about is a preventive measure against any disease, leave alone cancer, any disease, even issues of overweight, anything that is healthful, anything that can affect your health. This kind of a fast, if you do it as a lifestyle, it is the best preventive measure. Diese Art von Fasten ist präventativ. Das heißt, wenn du sie in deinen Lifestyle einarbeitest, dann brauchst du dir nicht von irgendwelchen Krankheiten Sorgen zu machen, nicht von Übergewicht, von anderen Krankheiten. Es ist präventativ gegen alle Krankheiten. Yeah, we add this with whatever you already know, the physical exercises, the right diet, all those things. If you add those things with fasting, you will have perfect health until you don't use your, how do you call the cards, the medical cards. You don't use your medical card until you leave the earth at a very good old age, healthy. Siehst du, du kannst das Fasten mit allem anderen, was du kennst, kombinieren, mit deinem Sport, mit der gesunden Ernährung. Wenn du es kombinierst, wirst du perfekt gesund werden und du wirst deine Krankenversicherung nicht brauchen, bis du ganz, ganz alt bist. And the other one is to cure. Fasting can also help cure issues with our health. You have autoimmune issues, you have issues with the respiratory system, you have issues with your gastrointestinal, whatever issues that you may have with your health, fasting can help you cure. Fasten kann auch beim Heilen helfen. Es kann sogar heilen. Was auch immer du hast, Probleme mit dem Immunsystem, mit der Atmung, mit dem Verdauungssystem. Fasten kann dabei helfen, Krankheiten zu heilen. And the other thing we also need to let you know is that when you're using fasting as a lifestyle, when you do fasting as a lifestyle, that could be weekly fast, a monthly fast. There's a routine that you do fasting as a lifestyle. You don't stop doing it. You keep doing it routinely. Und noch was du wissen solltest, wir sprechen hier viel von Fasten im Kontext von einem Lifestyle. Du kannst Fasten als dein Lifestyle haben, wo du jede Woche mal fastest oder jeden Monat mal fastest, so dass du es in deine Lebensroutine einbaust. This is what can take you to what we call autonomy. Autonomy is more of a freedom from everything. Das kann dich dann zu einem Zustand bringen, den wir Autonomie nennen. Das ist eine Art von Freiheit, Freiheit von allem. Because step by step, you get to overcome the issues of diseases. You now not talk about prevention, even cure. You now talk about creativity, newness. You talk about when you have overcome these are the negative things, you reach a point where you now become a person who is now like a creator. You become a creator. Then this is what we mean by autonomy. This is what we mean by autonomy. Wenn wir Autonomie sagen, dann sprechen wir davon, dass du alle Ebenen von Krankheit überwunden hast. Dann können wir von wahrer Kreativität sprechen. Dann bist du wirklich ein Kreierer. And you will not talk about the issues of weight problems, overweight, hypertension, things like diabetes. You will not have those issues when you do this kind of a lifestyle. The earlier, the better. Don't wait until you get sick to come for it. But even when you are sick now, we can help you with how to get well through the same method. So Sachen wie Übergewicht oder Diabetes, das werden alles nicht deine Sorgen sein, wenn du diesen Lifestyle lebst. Und je früher, desto besser. Warte nicht, bis du krank bist, um mit dem Fasten anzufangen. Yeah. So I'm just introducing this to you so that you know this is something that will help your family
will help you as an individual, will help your community, I will help in your nation. Genau, und ich teile das nur mit dir, denn ich möchte, dass du weißt, dass dies etwas ist, was dir helfen kann, deiner Familie helfen kann, es kann deiner Community helfen, sogar deinem Land kann es helfen. There are two more things I want to add onto the benefits of fasting: your mind and also your spiritual life. Ich möchte noch zwei Dinge hinzufügen zu den Vorteilen vom Fasten. Und zwar ist das einmal dein Verstand, dein Geist und dein spirituelles Wachstum. A person who lives this kind of a lifestyle, I said, when you live a fasting lifestyle, you're already an autonomous person. So a person who lives this kind of a lifestyle of fasting often, fasting every now and then, has a very calm mind. This is a person who is not easily provoked. Wenn du regelmäßig fastest, dann sagen wir auch, du bist autonom. Wenn du regelmäßig fastest, dann wirst du auch einen ruhigen Verstand kultivieren und jemand sein, der nicht schnell gereizt wird. This is a person who will maintain relationships. There will be no issues of divorce, because this is a person who is calm. When you are calm, you are in control, and you are able to tell when there's a problem before even it reaches. You're already able to detect it. Your intuition becomes sharp. Intuition becomes very sharp. So eine Person wird auch ihre Beziehungen pflegen. Dann wird es keine Probleme mit Scheidungen geben. Weißt du, so eine Person, weil du einen ruhigen Verstand hast, so eine Person wird auch Probleme kommen sehen, bevor sie vor der Tür stehen, durch eine scharfe Intuition. And you'll be able to detect even sometimes some things. We have even to be able to read some it's sometimes very scary for some people, don't want to hear this, but you can even be able to read people's mind. You can be able to tell sometimes what a person wants to say. Sometimes a person has not appeared, you already see the person coming. You already detect, your intuition becomes there's something called telepathy. You're able to read, connect with another person and read even the other person's mind. These are the benefits of fasting. Actually, they are more spiritual now. Weil deine Intuition sich so schärfen wird und das mag manche Leute verschüchtern, kann es auch sein, dass du neue Wahrnehmungen haben wirst und bestimmte Dinge lesen können wirst. Zum Beispiel kann es sein, dass du die Gedanken von Leuten lesen können wirst. Oder es kann sein, dass du eine Person vor dir siehst, die auf dem Weg zu dir ist, bevor sie bei dir ankommt. Lauter solche Dinge können passieren, weil deine Intuition geschärft ist. And even your dreams, what you see, the dreams sometimes become very accurate. Very, very accurate. Ja, sogar deine Träume. Wir sehen manchmal, dass die Träume von den Menschen ganz, ganz akkurat werden, ganz zuverlässig werden. You want to do, some people are ministers, they want to preach the word of God with effectiveness, with the power of God, with authority. The secret is this one: Hebrew fast, dry fast. Manche Leute wollen predigen, sind Prediger und wollen die Botschaft von Gott ganz klar herüberbringen. Und das Geheimnis hierzu ist die hebräische Fast, das Trockenfasten. You know, at a point, sometimes I imagine in my mind, I imagine German. If the way we know you from this side, these are people who like original things. These are people who are inventors, who dare to do some things that nobody else can do. And resilience also, people who are very resilient. So if you will include fasting, this kind of a fast, this the Bible fast, the one I'm talking to you about today, I don't know where you are going to be reaching now. You're going to be the best in the world again. Wenn ich in meinen Gedanken an deutsche Leute denke und an Deutschland denke, dann denke ich an Leute, die sehr zäh sind. Und ich denke an Erfinder, die viele Ideen haben und originell sind. Und dann denke ich, wenn ihr das Trockenfasten lernt, und ich rede hier vom biblischen Fasten, dann werdet ihr die Besten darin sein.
Yeah, you look at football, look at your cars, the Mercedes that you people make, anything from German. we always say German machine. In this side, we say German machine. Very excellent. Can't be compared to anything else. Yeah. Ja, zum Beispiel schaut doch mal euer Fußballteam an oder eure Autos. Der Mercedes, wenn wir hier in Kenia Deutsch sagen, dann sagen wir die deutsche Maschine. Denn man kann euch nicht mit anderen Nationen vergleichen. Yeah, God created you uniquely for good reason. Every nation has a reason why God placed you in this face of the earth. So you will find this as an individual and also as a community and also as a nation. If this thing can be embraced in your community, starts with the individual, then comes to community and it's to a nation. Yes. Ja, Gott hat euch alle individuell geschaffen. Jedes Land hat er individuell geschaffen mit einem besonderen Grund, warum es hier ist. Und dieses Fasten, ihr könnt es integrieren in eure Community, in eure Familie, in euer Land. Doch es fängt mit euch an. And as I'm talking, there's something that also, I'm not reading from anywhere, by the way. This is like what the advantages of having this fasted lifestyle. Your memory becomes very sharp. So I'm not reading from anywhere. I'm not even prepared any notes anywhere. We're just talking flowing to show you how important this thing is. It changes everything about yourself. I'm thinking about something that is very important. Und ich spreche hier einfach so. Ich habe keine Notizen gemacht. Ich rede hier nichts runter und lese hier nichts runter. Ich spreche einfach nur so. Und das ist zum Beispiel ein Vorteil vom Fasten. Deine Erinnerung wird sehr scharf. Und ich möchte hier eine Sache ansprechen. We have something called the threat of nuclear weapon or nuclear war. Wir haben etwas, das wir die Gefahr vom Atomkrieg nennen. Like we always talk about the end of the age, the end of the world, or some kind of, how do I call this, the doomsday, something, some kind of some bad thing that somebody's, it's like the earth is, the world is kind of, the clock is reaching a point where there could be that kind of a war. Man kann davon sprechen, dass die Tage zum Ende gehen, dass die Welt untergehen wird, etwas Apokalyptisches. Man kann sagen, wir sind an diesem Punkt, wo so etwas passieren könnte, zum Beispiel durch einen Atomkrieg. With dry fast, and especially 5 days only, we don't want to introduce you to the numbers of fasting now. We wanted you to take it slowly so that you understand how to start, maybe 24 hours, then you go. But a 5-day dry fast gives you immunity against radioactivities. Eine 5 Tage lange Trockenfast. Ich möchte jetzt nicht über Einzelheiten sprechen von unseren Trockenfasten. Es ist wichtig, langsam anzufangen. Man kann auch mit einer 24-Stunden-Fast anfangen. Aber jetzt sage ich einmal, eine 5 Tage Trockenfast gibt dir Immunität gegen Radioaktivität. You know the story of Chernobyl disaster, where there was the explosion, these people are treated by fasting. There are some people who are treated by fasting, others died anyway, but there are some people who are treated by fasting. They did both 21 days water fast. So fasting is that power, especially dry fast, will prevent radioactivity issues. So you should not be worried about the issues of nuclear, whatever radioactivities that are going to come from a nuclear weapon that some mad person will might explode, or can explode somewhere, or will send, or whatever name it is in the name of wars. Hast du von Tschernobyl gehört, dem Atomreaktor, der in die Luft geflogen ist? Da gab es zum Beispiel ein paar von den Opfern, die mit Trockenfasten behandelt werden und ihre Probleme, mit Wasserfasten werden sie behandelt. 12 Tage Wasserfasten, um ihre Probleme mit den Strahlen loszuwerden. Und das kann Trockenfasten auch, kann Komplikationen mit Strahlen vermindern. Deshalb brauchst du dir auch darüber dann keine Sorgen zu machen. Somebody will be asking, where do you get the authority to talk such like things? Where are you coming from?
Jemand mag fragen, woher hast du die Autorität, so über solche Dinge zu sprechen? Woher kommst du denn? I'm more of a spiritual person, and the things I'm doing, I hear them first. I'm like in obedience to what I've heard from the spiritual world. Ich bin eine spirituelle Person und die Dinge, die ich hier erzähle, die höre ich während einer Fast. And so I know the English-speaking people know me very well. I've talked to them about how it all started, but nobody taught me or told me about dry fast. I heard that clearly when I was doing a water fast, Hebrew fast. The way I've told you, when you do fasting, you'll be able to detect and listen to the spiritual world. You'll be able to hear the spiritual world very easily, because spirit don't eat. So when you don't eat, you become totally a spirit person, because you are already spirit. Human being has, I'm saying so many things at a go. Please let me pause. Genau, und diese Leute, ich habe im englischen Kanal schon darüber gesprochen, jedenfalls wusste ich dies, bevor ich mit dem Trockenfasten auch angefangen hatte. Damals hatte ich hebräische Fast gemacht und Dinge sind mir zugekommen. Während dem Fasten hört man Dinge, denn man ist mehr mit der geistlichen Welt in Verbindung, denn Geister essen nichts und somit ist man mehr mit der geistlichen Welt in Verbindung. So human being is a spirit, is a soul, is a body. Whatever you see, this is a flesh, but then you have a spirit inside you. So when you put the flesh down, like the Bible says, because I'm talking from a Christian perspective, when you put the flesh down, you allow the spiritual, you allow yourself to hear the spirit. The spirit becomes more dominant, and then you'll be able to hear the spiritual. Dein Wesen, als Wesen bist du ein Geist, eine Seele und ein Körper. Was du siehst, ist nur der Körper. Aber vom biblischen Standpunkt her sagen wir, wenn du den physikalischen Teil deines Wesens herunterschraubst, wenn du ihn heruntertust, dann kommt dein Geist hervor. Dann kannst du dein geistliches Wesen hören. You'll be able even to with your senses, all your senses, it's not just hear, you'll see, you can even detect, like a touch, you can even detect if there's something around you that is good or evil. You can even smell. Mit all deine Sinne werden geschärft werden und du kannst es sogar spüren. Du kannst es spüren, wenn etwas um dich herum ist. Du kannst es vielleicht sogar schmecken, ob etwas Gutes oder Schlechtes um dich herum ist. And this is for everybody. You know, good thing with this kind of lifestyle, it gives you the purpose of your life. That's why I was talking even for a nation. If I pour out my heart, I want to tell you the truth about the whole thing, even for a nation. Und ich möchte dir die ganze Wahrheit sagen, wenn ich mein Herz ausschütten werde. Das Gute bei diesem Lifestyle ist, es betrifft jeden. Und ich möchte dir die ganze Wahrheit sagen. Now, because I'm talking to Germany as a nation, I feel this idea of Germany, if you know in history, there was the issues of world wars, the two of them. But using dry fast and knowing your purpose, you can be used to solve. It's like God can use you for that history to bring goodness into the entire world, like solve bigger problems. The same way we can say the devil used the nation to bring bloodshed in the entire world. The same way God can use, that's why we always talk about grace of God. God will use Germany to bring entire revival for the entire world. I don't know if that message is good for German. I think it's too harsh, but let's just translate it. It has just come. Und jetzt spreche ich speziell zu Deutschland. Wenn ich an Deutschland denke, dann muss ich an die Weltkriege denken, der Erste und der Zweite Weltkrieg. Und wenn man fastet, dann wird einem die eigene Mission klar. Und
wahrscheinlich ist es Teil der deutschen Mission, das Licht in die Welt zu bringen, nach den Schrecken der Weltkriege, die es erlebt hatte. And that's how God works. That's how God works. He doesn't look at the way we see, oh, bad, bad, bad. He from that bad, he creates good. And I feel there's a purpose for Germany, for the entire world at this time that we have reached. There's a good reason for the existence of Germany. And if dry fast is incorporated with all these things that God has for the nation, it's going to be very clear. The plan of God is going to be very clear on how this country is going to reach and the entire world. I see Germany bringing peace for the entire world with this chaos. Und so funktioniert der Segen von Gottes, denn ich denke, es ist an der Zeit, dass Deutschland der Welt aus diesem Chaos um uns herum hilft. Denn es gibt einen Grund für die deutsche Geschichte und es gibt einen Grund, warum Deutschland jetzt hier ist. Und durch Trockenfasten werden wir die Mission Gottes schneller zu Deutschland und den Deutschen bringen. Yeah. So maybe I will not talk so much about that for now, but I wanted also to emphasize on there's a person in the group who was able to, from Germany, who was fasting and did 8 days. She's trying to heal something that is a problem. Then she realized that her spiritual eyes opened. Yes, she was able to see and hear. She was seeing demons, spirits. She was able to see spirits around her, but then she was able to hear the voice of God also. So this is just to emphasize the importance of fasting for an individual. Und jetzt möchte ich noch über eine andere Person sprechen. In unserer Fastengruppe ist eine Person, eine Deutsche, die hatte, glaube ich, 8 Tage gefastet und ihr spirituelles Auge hat sich geöffnet. Ja, genau, jetzt kann sie Dämonen in ihrer Umgebung wahrnehmen und Geister in ihrer Umgebung wahrnehmen. Und ich spreche jetzt nur davon, weil Fasten etwas für jedes Individuum ist. So I want to conclude with that because we don't want to be very long. We are creating a community where we're going to have German speaking, offline and online. Fasting is for everyone. The way you'll take it depends with you after that. You can go spiritual. You can just heal yourself, be an ambassador to take it to other people, talk about it to other people, use your own testimony after discovering. So how you use it depends with you. Again, I can't hear you. Okay. Somehow we lost your mic. Okay. Und damit möchte ich heute auch hier enden, denn ich möchte nicht, dass das Video zu lang geht. Genau, ich möchte nur abschließend noch sagen, wir möchten eine Community aufbauen in Deutschland, eine Online- und Offline-Community, und dann kannst du fasten, wie du möchtest, und wenn du möchtest, kannst du in die spirituelle Richtung mit dem Fasten gehen, oder du kannst dich auch einfach heilen und du kannst deine Erfahrung über das Fasten mit anderen teilen. Genau. And remember, people are curing Lyme diseases, people are curing asthma, people are curing themselves from diseases that don't have cure according to the conventional method. So when you are coming, don't fix your mind on only one thing. When you are introducing yourself to this thing, it is a wholesome thing. It will heal your emotions, set your mind at peace, and give you creativity, heal your body. So it's just a whole thing. We may not talk the full topic the way it is, the whole idea the way it is, but we're just giving you an introduction so that you know that you are creating for your community, for support, and know that whatever you're introducing to is
important, extremely important, something that maybe you have not heard from anywhere else. Und schau mal, die Leute, die heilen sich durchs Fasten von Borreliose, von Asthmakrankheiten, von Krankheiten, für die es in der Schulmedizin keine Genesung gibt. Es gibt kein Mittel für diese Krankheiten und Menschen heilen sich nur durchs Fasten. Genau, und ich möchte einfach, dass du verstehst, dass dies ein sehr, sehr wichtiges und mächtiges Mittel ist. So, lastly, how do you start? You start with step by step, then we'll be able to even offer you guidance. I'm going to give my number here, and I think we're going to get one more number for a person who speaks German, and I'm going to share that number too, so that we show you how to start safely. Everything has to be done with step by step with safety guidelines. We are not just doing things carelessly. We are very careful on how to do, and we avoid extremism. Not doing things beyond, like you want to break records. No. We just do things in order so that you get the benefits from it. Und zu guter Letzt, wie fange ich mit dem Fasten an? Wie fängst du damit an? Dafür bin ich auch hier, um dir zu zeigen, wie du mit dem Fasten anfängst. Das muss Schritt bei Schritt geschehen und du musst es langsam und sicher angehen. Ich lasse hier meine Telefonnummer für dich und auch noch die Telefonnummer von jemand anderem, der deutschsprachig ist. Und wir werden euch damit helfen, wenn du Fragen hast, wie fange ich mit dem Fasten sicher an, Schritt für Schritt. Wir wollen hier keinen Extremismus, sondern wir wollen die Sache sicher angehen. Yeah, so I want to conclude with that because the preparation for fast takes very long and we can't just do that in this one video. We need to get into another one, how to do the preparation. And I told you, autonomy and fasting are very close like this. So when you do a fasting lifestyle, frequently fasting, you really become an autonomous person. And the details of autonomy, maybe we'll talk sometimes later. But I was introducing you to just the general knowledge about the two of them, fasting and autonomy, which are very close to each other like this. They're like twins. So thank you so much. Thank you, Clem. Thank you, those who attended. If somebody has a question, we'll ask. Und hiermit möchte ich jetzt heute auch beenden. Die Vorbereitung für eine Fast ist eine längere Prozedur. Dafür habe ich jetzt nicht die Zeit, die zu beschreiben, aber wir werden wann anders darüber sprechen. Und ich wollte nur noch mal kurz sagen, Autonomie und Fasten sind zwei Dinge, die zusammengehören. Oft ist es so, wenn eine Person ein regelmäßiges Fasten beginnt, einen Fasten-Lifestyle, dann kommt diese Person auch zur Autonomie. Genau, und das ist alles für heute. Vielen Dank an euch. Und falls ihr noch Fragen habt, dann schreibt mir diese bitte jetzt. And wherever you get this message, please share with your people, share with your friends, share with your community, share with people who, let's just share without any restriction. Let people know that there's some good news here and it's for everybody. Nothing like choosing where you come from, your religion, your faith, whatever. It is for everyone. So share, just make sure that you share with everybody, and we are going to meet again. So thank you. Danke noch einmal und bitte teilt diese Botschaft, wenn ihr fühlt, dass sie etwas Gutes ist. Bitte teilt sie, ohne euch zurückzuhalten. Teilt sie mit euren Freunden, mit eurer Familie, mit eurer Community. Teilt sie, damit sie wachsen kann. Danke an euch. And I think I did introduce the dry fasting center in Kenya, but I think that's too early anyway. We have a dry fasting center, and if somebody wants to come from Germany, I have to arrange with the translator. There must be a translator with this person. So I think that one, we can just talk about it. This just a Frederick, I'm not hearing you anymore. Somehow the audio cut out. your side, maybe your side. But let me just stop it at that point. It's okay. Thank you. Okay. Thank you.